Ja, hallo. Heute sind wir bei der Firma Jürgens in Recklinghausen und hier geht es einmal darum, den Betrieb kurz vorzustellen, aber im Speziellen wollen wir uns heute mit dem Winterdienst beschäftigen. Und ich darf euch vorstellen, da ist Gregor Jürgens. Guten Morgen. Der wird euch jetzt ein bisschen was zum Betrieb, von der Struktur her, was er so macht das ganze Jahr über, was so seine Hauptaufgabenfelder sind, mal kurz berichten. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Gregor Jürgens, Pseudonym der Heubauer. Es ist dazu gekommen, dass wir seit mehreren Jahren auf unseren Flächen 140 Hektar ausschließlich Gras anbauen zur Heugewinnung, zu unserem Produkt Veluré-Heu, das getrocknet wird durch regenerativen Energien, sprich Hackschnitzel, und wird dann in Quaderballen in unserer Anlage für die Kunden fertig gemacht. Als Grünlandbetrieb haben wir auch Dienstleistung im Programm von der Saat bis zur Ernte. Beim Winterdienst sind wir rangerutscht. Seit 10 Jahren machen wir nur ausschließlich für die Stadt Recklinghausen den Winterdienst in Begleitung oder auch autark, wenn keine Bereitschaften sind, wenn die Jungs die Fahrzeiten voll haben oder wenn Maschinen bei denen ausfallen, springen wir ein. Und da haben wir jetzt seit 2 Jahren das System von Exatrack, um eine Dokumentation darzustellen, dass wir der Stadt bzw. wenn es Probleme gibt mit irgendwelchen Klagen, Bürger, die sich beschweren, da ist nicht geräumt worden, oder dass wir auch abrechnungsmäßig mit der Stadt die Rechnung vernünftig schreiben können, dokumentiert. Dafür haben wir jetzt dieses Exatrack jetzt mittlerweile auf 6 Maschinen. Ja, schönen Dank, Gregor, für deine Ausführungen hier über euren Betrieb. Wir werden uns jetzt also noch ein Schleppergespann anschauen mit Winterdiensttechnik, um nochmal eben speziell auf die Winterdienstthemen einzugehen, die in so einer Region wie hier äußerst wichtig ist, wenn man als Dienstleister für öffentliche Auftraggeber unterwegs ist. So, wir sehen hier natürlich tolle Maschinen, mit denen gearbeitet wird. Genauso wichtig sind natürlich auch die Handkolonnen. Also Gruppen, die mit Transportern, Sprintern, Bullis rausfahren und Geländeflächen, Straßenabschnitte, Treppen, Brücken oder ähnliches abstreuen, die mit Maschinen nicht zu erreichen sind. Da wird ganz normal mit dem Eimer Sand gestreut oder auch mit der Schaufel und mit der Schneeschaufel der Schnee entfernt. Auch das will dokumentiert sein. Auch hier müssen wir wissen, wann die Kollegen eben auf der Brücke waren oder auf der Rathaustreppe, sage ich mal, um den Schnee wegzuräumen. Und das können wir natürlich mit der Exatrack-App. Man hat also ein Smartphone in der Tasche, startet morgens den Auftrag und hat dann im Prinzip auch genau dokumentiert, wann man auf der Rathaustreppe in dem Falle als Beispiel war und wann man sie auch wieder verlassen hat. Ja, hier stehen wir jetzt also vor einer klassischen Winterdienstkombination. Hier ein Schneeflug vor dem Fendt 516 und natürlich ausgestattet mit dem Exatrack-System. Und über dieses Exatrack-System können wir jetzt also genau dokumentieren, wann das Fahrzeug wo gearbeitet hat. Der Jürgens Gregor hat es ja eben schon gesagt, wichtig ist hier zu dokumentieren, wann also Salz gestreut wurde, um im Fall einen Haftungsfall, den man ja eigentlich nicht möchte, aber der durchaus mal auftreten kann, genau sagen kann, wir haben rechtzeitig gestreut und sind damit auf der sicheren Seite. Und das Ganze muss natürlich auch rechtssicher sein. Und das können wir also mit dem Exatrack-System gewährleisten. Ja, hier sehen wir das Fahrzeug von hinten. Hier der Anbaustreuer angebaut an dem Schlepper. Angetrieben wird dieser Anbaustreuer durch eine Heckzapfwelle und hier lässt sich relativ einfach sensieren. Heckzapfwelle eingeschaltet, Heckzapfwelle ausgeschaltet oder man sensiert die Steuerschieberstellung. Und das Ganze geht natürlich ohne zusätzliche Schalter, die wir irgendwo an den Geräten anbauen, sondern allein über die Isobus-Steckdose bzw. InCap-Steckdose oder über die anderen Schnittstellen, die wir nutzen, wie J1939. Jetzt sind wir im Büro und schauen uns mal das an, was wir uns draußen an den Maschinen schon mal geguckt haben, also die angebauten Geräte und die Schlepper, die unterwegs waren, und wollen jetzt hier auch noch mal genau gucken, was haben diese Fahrzeuge also jetzt in der Schneesaison vom 6. Februar bis zum 14. Februar grob und 16. Februar alles so erledigt.
So, für die jetzt mit Extratrek nicht ganz so vertraut sind und sich über das Winterdienstvideo erste Mal Kontakt zu uns haben, möchte ich noch mal kurz aufzeigen, wie wir jetzt also diese Daten sammeln. Letztendlich brauchen wir für unser System nur unser T2-Telemetriemodul, was wir hier mit diesen Klettaufklebern an die Scheibe des Schleppers oder der Arbeitsmaschine bauen und natürlich das Verbindungskabel, in diesem Falle J1939, vom Schlepper zu unserem T2-Telemetriemodul. So, um die Anbaugeräte erkennen zu können, haben wir hier ein Biegen und mit diesem Biegen wird das Anbaugerät gekennzeichnet. In dem Falle wäre es jetzt hier der Streuautomat gewesen oder der Schneepflug. Und dieser Biegen, ist ein Bluetooth-Biegen, korrespondiert also mit dem T2 und vermittelt dem T2, dass jetzt das Anbaugerät eben mit dem Schlepper unterwegs ist. Für den Fahrer haben wir hier noch ein Fahrerbiegen. Dieser Fahrerbiegen kommt am Schlüsselbund, sodass der T2 erkennt, welcher Fahrer im Moment auf dem Fahrzeug sitzt. Mehr brauchen wir nicht, um diese Einsatzdokumentation zu machen. Ja, jetzt gehen wir mal rein in die Web-App. Ich habe also hier den Lohnunternehmer Jürgens aufgerufen. Ihr seht, er ist also mit Fahrzeugen unterwegs derzeit, aktuell. Das ist also das Bild, was der Disponent oder der Unternehmer sieht, wenn also seine Flotte unterwegs ist. Ihr seht hier der JG 828, hier blau fährt derzeit und steht gerade an einer Kreuzung. Hier haben wir unsere Fahrzeugliste und alle Fahrzeuge, die grün sind, sind unterwegs. Hier oben ist der 828, von dem ich sprach. Jetzt gucken wir, scrollen wir ein bisschen runter. Das ist im Moment das einzigste Fahrzeug, was jetzt vom Kunden unterwegs ist. Einige waren heute schon unterwegs. Gut, das ist der aktuelle Stand. Wir haben aber eben gesagt, dass wir uns anschauen wollen, was also jetzt in der Schneeperiode also passiert ist. Dazu gehe ich jetzt mal auf Aktivitäten, öffne das Aktivitätenfenster und habe jetzt hier schon geöffnet, 7.2., 6., 7.2. ging es los. Wir haben uns hier einen Schnepper ausgesucht, so, und den klicke ich mal an. Das war die Fahrt und ihr seht schon hier oben der Begriff Schneeräumen, der wird durch den Anbau des Schneepfluges definiert. Also es wurde der Schneepflug erkannt vom Biegen und dadurch weiß unser System, es wird Schnee geräumt. So, die Gesamtzeit waren 10 Stunden und 10,202 Stunden, die er unterwegs ist, sagen wir grob 10 Stunden. 109 Kilometer wurden zurückgelegt und wir haben einen Kraftstoffverbrauch von 78,5 Liter pro 100 Kilometer. Ist hier nicht so relevant, weil einfach Winterdienst nicht über Kilometer, sondern eher über Stunden abgerechnet wird. Hier ist das Fahrzeug selber und alles, was in Verbindung mit dem Anbaugerät hier verbraucht wurde, also Solomaschine hat 8,6 Liter gebraucht, wenn also die Geräte nicht auf dem Boden abgesenkt, weil der Schneepflug oder der Streuautomat lief. Und das ist, wenn der Kraftstoffverbrauch der durchschnittliche in Verbindung mit eingesetzten Anbaugeräten. So, jetzt gehen wir mal direkt in die Fahrt rein. Werte sind gleich. Ich hatte ja Tagesaktivität. Eine Tagesaktivität kann sich aus mehreren Einzelfahrten zusammensetzen. So, hier haben wir die gleichen Zahlen. Das wäre jetzt für die Abrechnung relevant. Wie lange war der unterwegs? Fahrerbiegen setzt der Herr Jürgens nicht ein, sodass wir also nicht wissen, welcher Fahrer hier unterwegs war. Dann hat er hier Kosten aufgeführt, die er hat. Das sind nicht unbedingt die Preise, die er seinen Kunden in Rechnung stellt, aber vielleicht für die Nachkalkulation wichtig. So, und jetzt kommen wir zur Karte. Und jetzt sieht man ganz schön, überall da, wo ihr eine grüne Linie seht, ist entweder der Schneepflug auf dem Boden oder der Streuautomat läuft oder beides zusammen. So, hier ist der Betriebshof, hier sieht man so leicht lila, das heißt, das ist die Vorbereitungszeit. Und dann gibt es noch einen zweiten wichtigen Punkt, das ist hier der Bauhof. Hier wurde also im Prinzip immer Salz nachgeladen. So, wie teilt sich jetzt die Arbeit auf? Scrollen wir mal ein bisschen nach unten und hier seht ihr ein Diagramm, ein Kuchendiagramm oder Ringdiagramm. Und da seht ihr, dass sich diese 10 Stunden, die wir eben aufgezeigt haben, aufgeteilt in Vorbereitungszeit, also die Zeit, die auf dem Hof gestanden hat, bevor es losging, die reine Arbeitszeit auf der Straße,
die Wartezeit auf der Straße, wo er aus irgendwelchen Gründen nicht weiter hat arbeiten können oder der Fahrer hat eine Pause gemacht, und die Wendezeiten. Die Wendezeiten sind hier hinterlegt als Zeit, wo rückwärts gefahren wurde. Also beim Schneeschieben, gerade wenn ich Parkplätze freiräume, Parkbuchten freiräume oder Kreuzungen freiräume, muss ich vor- und zurückfahren. Also das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde reine Rückwärtsfahrt. Und die Straßenfahrt, das ist die An- und Abfahrt zu den jeweiligen Einsatzorten mit 0,8 Stunden. So, gehen wir noch ein bisschen weiter, sehen wir, dass wir 56% der Zeit gearbeitet haben. 17% der Zeit war Wartezeit und 21% hat das Fahrzeug nichts gemacht, das hat gestanden und der Motor lief im Leerlauf. Somit können wir also diese Fahrt uns sehr genau einschätzen und genau analysieren. Hier wäre die Frage, warum sind die Wartezeiten so lang? Muss man mal im Einzelfall nachschauen. So, um das zu machen, dieses Nachschauen, gehen wir hier in die Sensordaten. So, und die Sensordaten zeigen uns auf, was passiert. Ihr seht, hier haben wir das Thema Geschwindigkeit. Hier steht das Fahrzeug, steht auf dem Betriebshof und an der Stelle sehen Sie, dass es losfährt. Der Fahrer hat den Schneepflug sofort runtergemacht und auch den Streuautomaten sofort eingeschaltet. Deswegen die grüne Linie. So, er war unterwegs, hat geräumt und fährt jetzt auf den Bauhof. Und was macht er auf dem Bauhof? Klar, Salz nachladen. Es ist hier ein 1 Kubikmeter Streuer angebaut. Den muss er natürlich regelmäßig füllen, wobei hier in dem Falle ja das Schneeräumen eigentlich im Vordergrund stand. Aber damit der Schnee sich nicht auf der Fahrbahn festwehrt, wird natürlich gleichzeitig wieder gestreut, damit der frische Schnee wieder taut. So, was haben wir noch für Kennwerte? Die Hubwerkstellung vorne, die hier interessiert. Immer dann, wenn wir bei 100% Hubwerkstellung sind, ist der Schneepflug oben. Und immer dann, wenn er unterhalb, wir haben mal die Linie hier 60% gesagt, ist der Schneepflug im Einsatz. Und ihr seht hier hat er ein längeres Stück geräumt, hier auf dem Ring, war eigentlich immer im Kreis unterwegs und hat geräumt. Also kann man ganz genau sagen, genau genommen zu welcher Sekunde der Schneepflug unten war und geräumt hat und wann er angehoben hat. Dasselbe machen wir auch hier jetzt mal mit dem in diesem Fall relevanten Thema Zapfwelle, und zwar Zapfwellendrehzahl hinten. Hier wird der Steuer über die Zapfwelle ein- und ausgeschaltet und man sieht immer dann, wenn die Zapfwellendrehzahl im Schnitt wurde mit 500 Umdrehungen gearbeitet, die Zapfwelle drehte, wurde auch gestreut. Also auch hier kann man genau dokumentieren und ihr seht, wie das Fahrzeug hinten hin und her springt, an welcher Stelle gestreut wurde. Hier handelt es sich um relativ einfache Streuautomaten, oder man kann gar nicht mal vom Streuautomaten sprechen, von Streugeräten, die also eine Ausbringmenge in Gramm pro Quadratmeter nicht erfassen. So, und jetzt gibt es noch eine Besonderheit, die wir haben, das ist die Zugkraft hinten. Jetzt fragt sich natürlich jeder, wofür brauchen wir Zugkraft? Wir haben ja kein Anbaugerät im Heck, was wir durch den Boden ziehen. Nein, aber der Streuer löst aufgrund seines Gewichtes eine Kraft aus, hinten auf die Zugkraftmessbolzen. Und wir können genau sehen, wie oft der Schlepper hier auf dem Bauhof war zum Salz nachladen. Ihr seht, jetzt ist der Streuer fast leer und er fährt wieder zum Bauhof. Jetzt steht er am Bauhof. Jetzt kommt der Radlader oder er steht unterm Silo, läuft der Streuer wieder voll. Die Zugkraft ist wieder bei rund 10.000 Newton angekommen und daran erkennt man, dass der Streuer voll ist. So, und so kann man schön zählen, am Ende einer Fahrt hier von 10 Tagen war ich eigentlich 6, 7 oder 8 Mal zum Salz holen. Genau genommen waren es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und daher beim 6. Mal ist er dann nach Hause gefahren, weil Feierabend war. Also hier könnt ihr ganz exakt erkennen, was ist in diesen 10 Stunden hier also gemacht worden. Ja, jetzt habe ich wieder zurückgeklickt und ich möchte euch jetzt zeigen, wie es geht, wenn ich die Flächen, die ich bearbeite, als Flächen anlege. Der Jürgens hat nur einen einzigen Kunden, deswegen braucht er keine separaten Flächen anlegen. Aber wir haben auch einen Landwirt und Lohnunternehmer, der für unterschiedliche Kunden unterwegs ist. Und hier sehen wir den Betrieb und wir haben mal nachgeschaut, alles was braun ist, das waren die Flächen, die er jetzt in der Schneeperiode geräumt hat. Und wenn ich vorher Flächen anlege, bevor die Arbeit beginnt, ich kann das auch im Nachhinein machen, dann muss ich nur die Aufträge neu generieren, dann klicke ich mal hier drauf, gehe dann rüber
auf dem Pfeil. Hier handelt es sich um 8,5 Hektar, 8,6 Hektar dieser Gesamtfläche. Und jetzt zeigt er mir diese Fläche hier und er zeigt mir auch genau, wann welches Fahrzeug auf dieser Fläche war. Also es begann am 7.2. War er mit einem Atlas-Radlader da und hat erstmalig geräumt und zum Schluss war er noch am 8.2. da und hat nochmal mit dem Schlepper geräumt. So, und jetzt weiß ich genau, wie viel Zeit, nämlich 7,5 Stunden war er auf dieser Fläche und hat gearbeitet. Kraftstoffverbrauch und so weiter wird auch alles ermittelt. Und jetzt, und darum geht es ja um die automatische Dokumentation, dass kein Fahrer irgendwas eintragen muss, irgendwelche Zettel schreiben muss. Er kann, in diesem Falle kann der Radladerfahrer oder der Schlepperfahrer zum einen Parkplatz zum anderen fahren, ohne dass er irgendeinen Zettel schreiben kann. Und über die Flächen wird dem jeweiligen Kunden oder Anwender zugeordnet, wie viel Zeit auf der jeweiligen Fläche verbracht wurde. Und das ist also eine wesentliche Vereinfachung und das ist ja unser Hauptziel von Exatrec, die automatische Dokumentation und das Ganze herstellerunabhängig. Egal was für ein Schlepper, egal was für ein Gerät. Ja, ich hoffe, dass ich euch das Thema Winterdienst, Dokumentation mit Exatrec etwas näher gebracht habe. Wie gesagt, merken, das Einzige, was ihr braucht, ist ein Telemetriemodul T2 von uns und ein Stück Kabel. Und dann kann es losgehen. Ihr braucht keine weitere Ausstattung am Schlepper oder am Gerät, bis auf die Beacon, die ich eben erklärt habe. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch bei uns. Wir können auf individuelle Wünsche dann reagieren und euch erklären, wenn ihr doch ganz tieferliegende Fragen habt, die jetzt mit diesem Video nicht erklärt wurden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.